Er hat gerade die schwedische Abwehr auseinandergenommen. 2 Vorlagen, ein akrobatischer Fallrückzieher, der nur wenige Zentimeter am Tor des Turniers vorbeigeht. 22 Spieler explodieren vor Freude um ihn herum. Er macht nichts. Kein Lächeln, kein Schrei, keine Geste. Er läuft einfach zurück ins Mittelfeld, der Blick leer, als wäre nichts passiert. Und was, wenn ich dir sage, dieses Schweigen, diese scheinbare Leere, ist kein Mangel an Gefühl? Es ist das Gegenteil. Es ist ein Gehirn, das etwas tut, das deins wahrscheinlich auch tut, fast jeden Tag, ohne dass du verstehst, warum. Ein Mechanismus, der erklärt, warum manche der stillsten Menschen, die du kennst, plötzlich anders werden, stärker, kaum wiederzuerkennen, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Dieser Spieler heißt Mikael Olise und in den nächsten 8 Minuten wirst du genau verstehen, was in einem Kopf wie seinem vorgeht. Und wenn du selbst eher zurückhaltend bist oder jemanden kennst, der so ist, dann wird dich das, was jetzt kommt, wahrscheinlich unruhig machen, weil du dich wiedererkennen wirst. Fangen wir mit einer Frage an, die sich fast niemand richtig stellt. Was passiert eigentlich, biologisch, im Kopf eines introvertierten Menschen? Nicht schüchtern, das ist ein wichtiger Unterschied, den wir gleich brauchen werden. Introvertierte Gehirne verarbeiten Reize tiefer, langsamer, aber gründlicher. Jedes Gespräch, jede neue Umgebung, jeder fremde Blick, das kostet mehr mentale Energie als bei einem extrovertierten Gehirn. Deshalb ziehen sich introvertierte Menschen oft zurück. Nicht, weil sie nichts zu sagen haben, sondern weil ihr Gehirn ständig verarbeitet. Im Hintergrund, unsichtbar, aber pausenlos. Und genau das erklärt, warum diese Menschen unter Stress oft 2 komplett unterschiedliche Versionen von sich selbst zeigen. In der falschen Umgebung? Sie wirken verschlossen, unsicher, fast unterlegen. In der richtigen Umgebung? Genau dieselbe tiefe Verarbeitung wird zur Waffe. Und Mikael Olise ist vielleicht das klarste Beispiel dafür, dass der Fußball gerade zu bieten hat. Zurück zur Schule, nach dem Training. Seine Lehrerin erinnert sich. Es war schwer, ihn nach einer Niederlage überhaupt zurück ins Klassenzimmer zu bekommen. Er stand da, kickte gedanklich weiter, spielte jede einzelne Aktion des Spiels wieder und wieder durch, als würde er nach dem einen Detail suchen, das den Unterschied gemacht hätte. Kein Wutausbruch, kein lautes Wort, nur stille, intensive Verarbeitung. Mit 7 Jahren geht er zu Chelsea, mit 14 wird er aussortiert. Manchester City schaut sich ihn an, nein danke. Er landet bei Reading, fast unbekannt. Und als Crystal Palace ihn 2021 verpflichten will, passiert etwas Interessantes. Seine Mutter bittet den Verein, seine Ankunft zu verschieben, um mehrere Wochen, damit er erst wieder Vertrauen in sich selbst finden kann nach den Enttäuschungen bei Chelsea und Manchester City. Der Verantwortliche für seine Verpflichtung hatte sogar Angst, er würde absagen. Das ist kein schüchterner Junge, der halt so ist. Das ist ein Gehirn, das eine sichere Umgebung braucht, bevor es überhaupt zeigen kann, was es kann. Patrick Vieira, sein damaliger Trainer bei Crystal Palace, hat das später sehr genau beschrieben. Olise sei zurückhaltend, aber nicht schüchtern. Er könne seine Meinung durchaus sagen, er rede einfach nicht viel. Aber wenn es drauf ankommt, dann antwortet er. Mit seiner Klasse am Ball. Schon damals, 2021, noch bevor ihn irgendjemand kannte, war Vieira aufgefallen, wie weit Olise seinen Mitspielern spielerisch voraus war. Seine Spielintelligenz, seine Kreativität. Und dann kommt der entscheidende Moment. Frankreich. Olise hätte für England spielen können. Er ist dort geboren, dort aufgewachsen. Aber laut Vieira gab es in seinem Kopf nie, wirklich nie, einen Zweifel daran, welches Land er vertreten wollte. Warum? Weil er dort etwas gefunden hat, was er vorher nicht hatte. Ein Umfeld, in dem er sich sicher fühlt. Und genau ab diesem Moment verändert sich alles. Wir sind mitten in der Weltmeisterschaft 2026. 5 Torvorlagen in nur 4 Spielen. Das hat seit 1994 kein Spieler bei einer WTM geschafft. Für einen Franzosen? Man muss bis 1966 zurückgehen. Der einzige Spieler überhaupt, der an einem Turnier mehr Vorlagen gegeben hat, war Pelé, 1970. Seine Mitspieler vertrauen ihm blind. Sein Trainer stellt ihn mitten ins Zentrum des Spiels.
Sein eigener Bayern-Mitspieler nannte ihn öffentlich den stärksten Flügelspieler der Welt. Der stille Junge, der nach jedem verlorenen Spiel allein im Klassenzimmer saß und Aktionen durchgespielt hat, er ist jetzt der ruhige Mittelpunkt der besten Offensive des Turniers. Nicht obwohl er zurückhaltend ist, sondern weil er es ist und endlich am richtigen Ort dafür gelandet ist. Und hier kommt der Teil, bei dem ich dich kurz unterbreche. Denk mal ehrlich nach. Kennst du das? Diese eine Person in deinem Leben, vielleicht bist du es sogar selbst, die in der falschen Gruppe fast unsichtbar wirkt, die kaum ein Wort sagt, die man leicht unterschätzt. Und dann, in der richtigen Umgebung, mit den richtigen Menschen um sich herum, wird zu jemand komplett anderem? Das ist kein Zufall und es ist auch keine Charakterschwäche, die überwunden werden muss. Es ist ein Gehirn, das exakt die Sicherheit braucht, um sein volles Potenzial zu zeigen. Wenn dir das gerade bekannt vorkommt, schreib es mir in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, wie viele von euch sich in dieser Geschichte wiederfinden. Am Ende ist Michael Olise kein Sonderfall. Er ist einfach der sichtbarste Beweis für etwas, das bei sehr vielen Menschen passiert. Nur, dass es bei ihm auf einem Fußballplatz vor Millionen Zuschauern sichtbar wird. Die Person, die sich zurückzieht, ist oft nicht die Schwächste im Raum. Sie ist manchmal einfach noch nicht am richtigen Ort. Und wenn du bis hierhin zugesehen hast, dann bist du wahrscheinlich genau der Typ Mensch, der so etwas zu schätzen weiß. Abonnier den Kanal, wenn du mehr von diesen Geschichten willst. Geschichten darüber, wie unser Gehirn wirklich funktioniert. Bis zum nächsten Mal.